Der Ausweis ist nur gültig, wenn du zum Beispiel bis du die Universität beendest, dann, wenn du eine Arbeitsstelle annimmst innerhalb von dem verstrahlten Gebiet, hier im Gebiet Gommel oder hier in diesem Gebiet, im Brester Gebiet, ja. Aber wenn du ins Ausland gehst, oder zum Arbeiten. Jetzt zum Arbeiten. Wenn du ins Ausland gehst oder in eine nicht verstrahlte Gegend, dann gilt dieser Ausweis nicht mehr. Also in den Gebieten von Gommel oder Magilo, diese Gebiete, ja, ja, genau. Gommel. Genau, die hat man nach Minsk versiedelt. Die Menschen verpflegten. Genau, weil dort diese welche Kyrie, ja. Ja, Kyrie ist diese Einheit ganz groß. Ja. Aber steht das über. Ja, genau. Ja. Und Leute, die hier jetzt waren in der Gegend, wo das ein bisschen heftiger war, die hat man einfach nur nach nebendran versiedelt. Also es hat denen im Prinzip nicht so viel gebracht, weil es war jetzt keine große Distanz von Gommel nach Minsk und hier einfach in die Gegend. Und hier sind 5 Kyrie. Und das sind so Schilder, wie man sich schützen kann. Und so. Man kann sich also schützen gegen Strahlung, obwohl man dort lebt. Das würde ich mir gerne erfahren. Die sehr verstrahlten Pilze, und das nimmt dann ab. Und so kann man die Bevölkerung aufmerksam machen, was besonders verstrahlt ist, was weniger verstrahlt ist, was noch weniger verstrahlt ist und was okay ist zum Essen. Verstehe. Genau. Aber und genauso hier mit diesen Beeren. Ja. Ist genau das Gleiche. Und also, wenn du zum Beispiel aus Milch, das geht darum, es ist nicht um Schutz, das hat er vorhin falsch ausgedrückt, es geht nicht um Schutz. Wenn du aus der Milch zum Beispiel Quark machst, ist 3 bis 7% weniger Strahlung in diesem Produkt. Aber es ist noch drin. Es ist noch drin, ja. Und wenn du aus Milch Käse machst, dann ist 2 bis 10 Mal weniger Strahlung drin. Und je nachdem mit Butter oder das ist Öl. Das enthält überhaupt gar keine Milch. Nein. Öl enthält dann keine Strahlung. Es geht ja um Cäsium und Strontium. Und Strontium ist ja bekannt dafür, dass es vor allem bei Kindern als Calcium verwechselt wird vom Körper und eingebaut wird. Это цезиум, я не знаю, цезиум и Strontium. И стронциум. У нас в основном цезий. Wie kriegt man bereits eingebaute Radionukleide aus dem Körper wieder? А как, допустим, если он говорит у детей иногда так, что стронциум, тело у детей думает это кальция, и в костях... кости. Накапливается цезий в костях. Да, вот так. Ну, накапливается, естественно, да. А вот с костей не знаю как. По-моему, еще не придумали, как выводить с костей. Да. Поэтому вся и беда у нас у всех людей болят ноги, спины, руки, потому что не знают, как вывести. Не знаю, also genau das ist der Punkt. Das hat sich in den Knochen abgelagert, dieses Cäsium. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, man hat es noch nicht rausgefunden, wie man das rausbekommt. Und das ist das Problem, weil viele Leute hier, das hat auch unser Gastvater gesagt, seine Knochen, als ich ihn gefragt habe, weil er hat geholfen bei Tschernobyl und er hat gemeint, und er hat gemeint, das Einzige, was er so mir sagen kann über seinen Körper, seine Knochen tun ihm sehr weh. Tun ihm sehr weh, die Knochen. Die Knochen. Und eigentlich Strontium, aber wenn Sie sagen Cäsium, okay. Nein, das ist Strontium. Eben, Strontium. Das war dieses Calcium, man gibt den Kindern, zu der Calciumfrage, man gibt den Kindern, hat versucht, den Kindern Calcium zu geben. Und auf jeden Fall hat der Körper den Calcium nicht aufgenommen, weil man gedacht hat, ja, man könnte da viel die Kinder sozusagen schützen und den Calcium geben, dass der Körper das aufnimmt und dass die Nährstoffe sich sozusagen im Körper verteilen und dass das Gewebe sich erneuert. Das passiert leider nicht. Das passiert nicht. Weil der Körper das Calcium nicht aufnimmt. Weil Strontium schon da ist. Oder warum? Weil das andere da ist. Nicht Strontium, sondern Strontium. 90. Ja. Mir liegt ja ein Zeitungsartikel vor, der Lünietzer Gazeta vom 18. Februar 2010, in dem drin steht, dass diese Region, anscheinend hat mir das die Ina so gesagt, ich habe den Artikel nicht dabei, liegt im Bus, dass diese Region nicht mehr so verstrahlt sei und dass zum Beispiel die kostenlosen Reisen in Sanatorien für Kinder entfallen würden. Und auch Essen und alles Mögliche reduziert werden würde. Betrifft das auch seinen Bereich, seine Arbeit? Да нет, еда бесплатная. Это в газете написано было, да? Это нет, дети это, понимаете, это там, где, например, вот... где сняли. Где сняли.
загрязненную Есть зону. такие районы, что сняли, что там уже не загрязненная зона, сняли, и тогда те дети питаются платно. Да. Понимаешь? Там, где нет. А что вы думаете, это правда не... И то там не совсем платно, там что доплачивается за счет бюджета, там нельзя сказать, что Совсем, да? совсем оно платно. А там, где зона, радиационная зона, там как было бесплатное питание в школе детей, так оно есть. Как возили их и на курорт, как возили их бесплатно оздоравливаться, так оно и есть. Ну, Все только это что осталось. дорога за счет родителей, а остальное там уже бесплатно. Also es ist so, diese Gebiete, in denen die Radioaktivität sozusagen die Schilder weg entfernt haben. Ja, das ist ja hier in der Nähe des Weißen Sees geschehen, meines Wissens nach. Он говорит, это здесь, где Белое озеро, где-то там. Где Белое озеро, там считается чисто. Чистая зона. Ja, also das war ja das Gebiet vom Weißen See gilt als saubere И Zone. вот здесь на jetzt. карте не видно, но примерно могу показать здесь Белое озеро. Also es geht sauber. Aber die Kinder, die hier wohnen, Ja. die kriegen immer noch diese kostenlosen Essen, kostenlose Reisen. Nur die Zufahrt und Anfahrt müssen die Eltern zahlen. Ah ja, So wie davor auch. Aber das ist alles beim Alten geblieben. das ist alles beim Alten. Всякими меда работают еще. Also man beschäftigt sich sehr mit der Frage, wie man Так sozusagen это diese всё Strahlung aus dem Körper bekommt. Ja, Японцы, ja. Und Больше, man beschäftigt sich наверное, auch. чем 100 лет уже работают над этой проблемой. Das ist Wenn ein man großes Problem, die- aber die- man kommt nicht so wirklich auf den grünen Zweig, weil Японцы, Wenn man ja immer hier wohnen bleibt, ne? Wie will man denn das wegkriegen? Ist er denn informiert zum Beispiel über die Arbeiten des CORE-Programms, der ja in Belarus auch von staatlicher Seite gefördert gemacht wird? CORE, C-O-R-E. Das ist ein Programm, ein französisches, das den Leuten helfen soll. Wir sehen das ganz kritisch, aber das muss ich nicht sagen, das den Leuten helfen soll in verstrahlten Gebieten. есть такая французская программа, которая людям помогает в этих радиоактивных Населенных пунктов, да? да. Есть коры, я не знаю, он говорит. Ну есть, но она, понимаете, она была не то, что по всей Беларуси, там было, по-моему, с каждой области по одному району. Вот у нашей области, там в Столинском районе что-то они делали. В Лунецком они... не делали. Столинский рядом. Столинский, там в Гомельский один район они взяли, и в этом, С каждой, значит, Могилевской. да, из всей И Беларуси какие-то там, да, выделяли финансы. взяли и по что-то одному там, району, да, значит, делали. они там вот изучали, и финансы выделяли. Ну, тут рядом со Слунинцем, Столинский район попал. В Гомельской области кто-то какой-то район попал, в Могилевский один район попал. Also es gibt schon Под эту diese программу Organisation und also mit dem Programm, aber es sind gezielte Gebiete. Ich weiß nicht, nach welchen Verfahren die jetzt die Gebiete bestimmen, aber in Gomel gibt es einen und hier in der Nähe gibt es nochmal so eine Station sozusagen, die das Programm Ja, ausführt. ja. Слунинец. Вон внизу. Не, левее. Левее Столин, еще левее. Петриков, Еще левее. Петриков, Левее. Житковичи, Вниз. Лунинец. Лунинец и вниз, да? Вниз, вот там. Вот тут вот где-то, вот тут, вот в этом районе. Давид городок, вот здесь вот. Почему эта программа, допустим, не здесь? Ну, денег на все не хватает, чтобы все оплатить. Те Поэтому... поменьше, тем меньше было населения, чтобы... Не, там Es Столин gibt nicht genug население. Geld огромное. sozusagen, um das im ganzen Land zu machen. Денег, Das ist eine средства. Geldfrage. Ja. Ich habe gefragt, Das wieso ist Sie eine Geldfrage. jetzt zum Beispiel. Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Weiß er, oder ich möchte ihn nur informieren, seit Januar 2010 ist auf der belarussischen Botschaftsseite von Berlin ganz offiziell steht drin, die bisherigen Geldmittel und die verfügbaren Geldmittel reichen nicht aus, um die Tschernobyl-Katastrophe zu bewältigen. Das ist zum ersten Mal, dass eine weißrussische Staatsseite das so deutlich sagt. Он не слышал, что у государства нету денег, Ну чтобы что же, не помогать. помогать, и что бесплатное питание, оздоровление детей бесплатно. Все-таки сейчас, что там на дорогу заплатили родители? В сельском хозяйстве большие Да, работы да, делаются, да, там и удобрения выделяются, перезаложение идет. И корма там вот и высаживаются, такие, чтобы коровы питали здоровье. Нет, средства выделяются На ту немало. программу, которую Mit, принимает sagen, государство, davor zu денег beugen. государства хватает. Да. Er sagt, всегда можно хочется der чего-то Staat hat большего. genug Geld. Er Da sagt, ist genug ja. Geld. Für die Tschernobyl-Katastrophe. Und die machen auch viel, sagt Ja. er. Hier zum Beispiel der Rostedings, Was bedeutet das Orangene? das da drauf. Aber warum kriegen die das kostenlos? Да, можете вы рассказать, почему это бесплатно? Это за Чернобыль. Из-за того, что если топить дровами, дерево выделяет радиацию. Aha. А газ нет радиации. Вот поэтому Okay, also, wenn du zum Beispiel das Holz in den Ofen tust und heizt, hier, трава. so Heizung, ja, dann sondert das Radioaktivstrahlung aus, das Holz. Ja, ja. Und Gas nicht.
если газ пошел туда на деревню и шел. Seit wann gibt es denn diese kostenlosen Gaslieferungen? Это когда началось, что газ бесплатно стал? 2 Jahre. 2 Jahre. 2 года. 2 Jahre. Förster. Und ich brauche aber auch eben die Informationen. Здравствуйте, ту сторону может? Скажите, тут сейчас знаки стоят или Чернобыльские или нет? Den könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch fragen. На доброй воле не стоять при въезде. Спасибо. Это лесник. Den hätten wir jetzt, weißt du, muss aber nicht sein, wir haben keine Zeit. Праздник был, да я просто, Lassen wir sein. Nikolai, спасибо большое. вы выйдете. Оттуда посмотрите. Das Weiße. Wir müssen. Können wir mitnehmen. Видите, радиоактивность. Guck mal, das kann man mitnehmen. Das machen wir natürlich nicht. Nein. Aber niemals. Ne? Aber du hast recht, man könnte es abreißen. So, das ist ein Beispiel dafür, wie das gehandhabt wird. Ja. Was steht jetzt hier drauf? Also Nikolai. Ты можешь прочитать, потому что я не так быстро читаю. Радиоактивность. Also Radioaktivität, vorne drauf, Radioaktivität. Сбор грибов и ягод разрешается с обязательным проверкой, контролем. Das Там Einsammeln разрешается. von Pilzen und Beeren ist erlaubt. Was steht? Обязательным проверять. Man muss ist erlaubt. Проверять на радиацию. Ist erlaubt, aber mit einer Kontrollierung. Контролируем. Was ist hier? На радиацию. Der Radioaktiv, also Kontrolle. смотрите, вот. Kontrolle steht Вот, hier. смотрите сюда. Сюда нельзя собирать, здесь можно собирать. Das ist ja super. Guck mal, Jan. Was denn? Hier darf man nicht sammeln, hier darf man sammeln. Hier darf man nicht sammeln. Und da darf man sammeln. Ja. Also, Wieso ist hier, kein Schild? da, wo er sitzt, Wieso ist kein Schild fürs Nicht-Sammeln da? Wieso nur für? das ist es hier. Ach so, Also, ja, ich habe das falsch verstanden. Genau. Hier, also das wird so praktisch durch das Schild eingeteilt. Ja. Es ist absurd. Als ob Radioaktivität sich exakt so verteilen здесь würde. можно. Also hier. Смотрите, вот. Ja, und was ist, wenn ich jetzt hier, Diesen Weg. ja, den Weg Also hier? hier, где можно, где нельзя? Здесь нельзя, здесь можно. Also hier nicht, da wo das Schild steht. Hier ja. Und was ist, wenn es jetzt Erosionsveränderungen gibt, wenn Sand dorthin sich wechselt, dann kann ich doch da nicht mehr, oder wie? Такой Das знак ist doch verrückt. там, он Das ist doch пошел total вправо. schizophren. Hier war auch noch so ein Schild, das hingefallen. Da. Muss er doch nicht so sitzen. Komm, wir gucken mal. Ob das Aber ich meine, das ist doch verrückt, sozusagen. Ja, da darfst du und da nicht. Radioaktivität ist so, als ob ich in den Swimmingpool reinpinkel. Das ist auch da, PW und da ist auch noch. Was ist das für ein Wahnsinn? Ja, absolut, ja klar. Das hat irgendwas damit zu tun, natürlich. Hier stand das Schild, das ist nicht mehr da. Вот там, как и там, вот здесь, на перекрестке. Sie haben noch nicht alles entfernt. Warum? Gehört es zur Abschwächung? Nein, hier wurde es nicht entfernt, es ist hingeflogen, weil es halt mitgenommen. Also es wurde nicht. Здесь очень хорошие места грибов. Hier gibt es sehr gute Plätze, in denen man Pilze sammeln kann. Sehr gut. Ja, das glaube ich, natürlich. То же самое написано, то же самое. Сбор грибов и ягод разрешается с обязательным радиоактивным контролем. Also, das Sammeln von Erdbeeren und Pilzen sowie auf dem anderen ist erlaubt, aber nur mit einer radioaktiven Kontrolle. Das steht hier drauf. Und wer macht diese Kontrolle? Das ist Кто контролирует? Надо ягоды брать, ехать в Лунинец, контроль, я и нет. in Also- Luninetz. Лунинец. Also wenn man die hier sammelt, Лунинец, здесь нету. wenn man hier Лунинец. die hier sammelt, nimmt man die mit, geht nach Luninetz und dann gibt es eine Kontrolle. Ну, вот сюда. Вот. Labor? Зовут? Санпинстанция. Санстанция, да, санпедстанция. Sanklärlabor. Staatlich oder nicht staatlich? Бесплатно ее проверяют. Это приват или Не, государственная. государственное, staatlich? Staatlich.